Wir fotografieren heute dieses Schätzchen hinter mir und zwar in 812 Kompositionen und ich nehme euch heute mit und sage euch, warum es eben auch heutzutage immer noch so wichtig ist, richtig gute Fotos zu schießen von seinen Autos. Ich bin gerade auf dem Weg in die Motor World. Den 812 Kompetitionen habt ihr ja schon kurz hinter mir gesehen. Ist aber nicht der einzige Ferrari, den wir heute fotografieren. Der zweite ist für mich mindestens genauso cool und jetzt gerade schon eigentlich ein echter Future Classic. Ich bin mir sehr sicher, dass es sowas von Ferrari nicht mehr geben wird. Der Mann hinter der Linse, der heute für RM fotografieren wird, ist der Stefan Bauer. Ich bin überrascht eigentlich, wie viele Leute mich ansprechen und sagen, ich habe das Auto gekauft wegen die Bilder. Einer meiner absoluten Lieblingsfotografen und ich bin mir sehr sicher, dass ihr seine Fotos auch schon mal gesehen habt. Der hat nämlich schon für Lamborghini, Porsche, Ferrari und jetzt zuletzt sogar für Bugatti fotografiert. Ich probiere den Stefan am Ende des Tages auch nochmal vor die Linse zu kriegen und ihn zu fragen, wie er eigentlich zu der ganzen Sache gekommen ist, weil der für mich echt einen absoluten Traumjob hat. Bin sehr gespannt, was der zu mir sagen wird. Aber jetzt nehme ich euch erstmal mit durch den Tag, zeige euch die Autos, ja, und auch worauf wir achten, wenn wir fotografieren. Also hinter mir fotografiert der Stefan jetzt gerade schon den 458 Speziale. Macht sich hier gerade im Interieur zu schaffen. Es ist eben immer wichtig, so ein paar Fotos sollen immer gecovert sein. Also natürlich ein Bild vom Tacho, damit man den Kilometerstand hat, dann sowas wie Chassisnummer. Und dann ist es auch wichtig, eben andere Details noch einzufangen. Zum Beispiel hat der jetzt ein Speziale noch mal ein bisschen andere Sitze. Da muss sowas rausgestellt werden. Man muss sehen, welche Materialien da im Innenraum verbaut sind. Das Alcantara noch mal einfangen und die Stoffsitze oder sowas wie wenn jetzt gerade bei Ferrari, wenn der zum Beispiel Painted Shields hat, solche Details. Muss natürlich alles fotografiert werden und das Ziel ist einfach, das Auto so originalgetreu wie möglich darzustellen. Aber man kann sich natürlich trotzdem Mühe geben mit der Kulisse. So wie bei uns hier, sind hier in der Motor World gerade. Und hier sieht es natürlich super cool aus, so ein bisschen Industrial Look. Ich finde, für den 812 hat das schon sehr gut gepasst, aber jetzt hier den 458 ist das natürlich auch eine super Kulisse. Wenn es jetzt ein Spider wäre, der, weiß ich nicht, in Loup Tour de France wäre, fände ich ihn vielleicht am See cooler oder am Meer, aber so passt es schon gut hier rein. Gerade mit den schwarzen Felgen gefällt es mir sehr gut. Wir haben das Auto hier auch gerade ein bisschen bewegt. Der kommt mit einer Abgasanlage. Ich sag's euch, das hat so einen Mords-Sound. Also wirklich diese Saugmotoren sind schon auch nochmal eine andere Nummer. Es war beim 812 Kompetitionen gerade schon richtig heftig. Aber der hier war noch lauter mit der Abgasanlage. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn man mal mit dem 812 einen Ausflug ins Allgäu macht zu Novitec und da was drunter haut. Und der Stefan fängt hier alles ein. Jedes Detail wird fotografiert. Man hat zum Beispiel hier unten dann bei Ferrari, bei den neuen Ferraris kann man da immer direkt die VIN ablesen. Solche Bilder, absolutes Standardrepertoire. Und dann bei älteren Autos ist es zum Beispiel wichtig, noch die Motornummer zu fotografieren, die Bodynummer und da ist dann die Chassisnummer auch oft noch, also ist eingeschlagen. Das muss man dann immer alles wissen und suchen. Bei diesen neuen Autos ist es zum Glück ein bisschen einfacher. Hier sehen wir nochmal, wie der Stefan die sogenannten Books und Tools fotografiert. Und das würde ich wirklich jedem empfehlen. Und dafür muss es auf keinen Fall ein 458 Speziale sein, den man verkauft. Einfach alles fotografieren, was dazugehört. In unserem Fall wichtig, weil solche Werkzeuge einen großen Wert haben und wir sowas schon für Zehntausende von Euros verkauft haben. Ich zeige euch auch das Auto gleich nochmal ein bisschen. Und vielleicht kriegen wir sogar den Stefan auch noch vor die Linse, damit der uns mal sagen kann, wie der zu der ganzen Sache steht. Weil ich weiß, ich habe mit ihm vorhin drüber gesprochen, auch für ihn ist es immer wichtiger, weil viele Leute denken, die Fotos sind so gut, dass sie denken, das ist irgendwie CGI oder mit KI erstellt. Sind sie aber nicht, auch bei uns nicht. Und ich zeige euch heute das Ganze. Und jetzt lasse ich euch noch mal ganz kurz mit dem Auto hier alleine, weil ich kann so viel sagen, wie ich will. Besser als eine 812 Kompetition wird's nicht. Also hier mit 830 PS, Frontmittelmotor V12, ist für mich eigentlich jetzt nicht die
elegante italienische Prinzessin aus Modena, sondern eher das Muscle Car. Und ich finde, so sieht er auch aus. Also je nachdem, ich habe selber schon ein bisschen rumprobiert und Fotos gemacht. Ich will jetzt niemanden natürlich auf die Füße treten, aber in dem Layout oder in dem Konzept sieht es aus manchen Winkeln, muss man echt aufpassen, dass der Nicht-Experte oder Nicht-Ferrari-Kenner nicht denkt, dass es sich hier um eine Corvette handelt hinter mir. Was für ein Auto. Bin wirklich sehr gespannt, ob mit dem 12 Cilindri dann nochmal sowas kommt von Ferrari. Den gleichen Motor haben sie ja im Grunde. Ich weiß nur nicht, ob sich da eben noch mehr rausholen lässt. Wir haben hier 830 PS auf der Hinterachse. Das Auto hat Hinterachslenkung. Man kann hinten nicht rausschauen. Er hat so einen digitalen Rückspiegel. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht das beste Alltagsauto. Aber natürlich eine echte Waffe. Ich würde so gerne, ich sag's euch ehrlich, jetzt hier die Schlüssel nehmen, mich da reinsetzen und mal über die Autobahn fetzen. Geht natürlich nicht und mache ich auch nicht. Aber wenn jemand so einen hat und mich mal mitnehmen will, ey, sag mir Bescheid. Ich hab Bock. Also nochmal Final Shots hier gerade vom 812. Stefan fängt nochmal ein letztes Mal ein. Der steht hier auch gerade so sexy in dem Licht. Er ist wirklich der Hammer, dieser Wagen. Was würdest du sagen, ist schon ein bisschen eher Muscle Car, oder? Es ist super sexy gerade. Wir wollten eigentlich schon aufhören und hatten den nur hier rübergestellt, um Platz für den Speziale zu machen. Aber jetzt sieht das hier so cool aus. Wenn ich es nicht besser wüsste, das ist fast eine Stimmung wie in irgendeiner Kathedrale. Also das ist der absolute Hammer. Hey, was für ein Auto, oder? So, so schön. Jetzt frage ich gleich den Stefan noch mal ein paar Fragen. So ein bisschen behind the scenes, wie er so ein Fotoshoot macht und warum es für ihn auch so wichtig ist, auch heutzutage immer noch sich einfach Mühe zu geben und das handwerklich gut zu machen und eben nicht dann alles irgendwie nachzubearbeiten. Jetzt kommt das Baby erstmal zurück in den Drivers zum Business Club. Cheers mit der Cheers. Apfelschorle. Boah, das ist gut jetzt, oder wenn es so warm war. Mit 30 Grad auf jeden Fall. Ja, also ich sitze jetzt hier mit dem Stefan Bauer. Da würde ich sagen, einer meiner absoluten Lieblingsfotografen. Du hast ja schon richtig große Kampagnen und für richtig bedeutende Autohersteller fotografiert. Du hast mir vorhin kurz erzählt, zuletzt für Bugatti war, glaube ich, die Genau, das größte letzte Sache. Shoot. Wir haben den Bayron Hommage, den One-Off, den Solitaire-Programm fotografiert im Studio für die Launch-Kampagne und ja, ein paar andere schöne Ah, das Sachen. Auto fand ich auch so cool, oder mit dieser Audemars Piguet da vorne Ist noch so geil. drin. Es schaut noch besser in echt aus. Ja, das glaube ich. Ist schon wirklich, wirklich geil. Wirklich speziell. Und ich liebe den Bayron sowieso. So ist geil, dass die so eine moderne Interpretation gemacht haben. Ja, aber das ist ja bei weitem nicht das Einzige. Du hast mir vorhin erzählt, du machst die ganze Sache jetzt seit 10 Jahren mit der Genau. Autofotografie hauptberuflich, Genau, oder? genau. Viele Jungs, glaube ich, machen das ja auch gerade, dass sie Fotos von Autos machen, so Carspotting-mäßig. Was hättest du denn vielleicht auch für Tipps für Leute, die da auch mal den Weg gehen wollen? Und Ich habe auch mit Cosparty angefangen, aber vor 20 Jahren. Ja. An der Zeit, wo niemand es gemacht hat. Ich war der Einzige auf der Straße. Vor Instagram und das Ganze. Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Du musst einfach die Passion haben, was ich glaube, alle haben, sowieso. Und einfach den Mut haben und einfach das weiterfolgen. Ja. Dein Netz aufbauen, dass Leute dich kennen, einfach weiter fotografieren, musst Besitzer ansprechen, dass die Autos richtig fotografierst, nicht nur auf die Straße und so. Und langsam dann dein Netz aufbauen, dein Portfolio aufbauen. Und es kommt mit Zeit. Natürlich ist es nicht einfach, aber ich glaube, wenn du wirklich dran glaubst, dass du es machen willst mit deinem Leben, findest du einen Weg. Ja. Ja, glaube ich auch. Und ich meine, bei dir ist es ja Wahnsinn, wie das funktioniert hätte. Ich habe es vorhin zu dir gesagt, wenn dir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, was du heute alles für
Sachen fotografieren Ja. darfst, wo du hinreisen darfst, hättest du wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Deswegen einfach auf machen. jeden Fall nicht. Und dann, was mich noch interessieren würde, ich habe vorhin in meinem Video gesagt, dass es eben auch nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, schöne Fotos von den Autos zu machen, die man verkaufen möchte. Was glaubst du, warum das vielleicht heute auch noch wichtiger sein kann, dieses Handwerk gut zu machen und einfach schöne Fotos zu machen, weil das ist ja schon wieder so ein Wandel erleben, auch mit CGI und KI und so. Ich bin überrascht eigentlich, wie viele Leute mich ansprechen, dass Autos kaufen und sagen, ich habe das Auto gekauft wegen die Bilder. Natürlich, die wollten das Auto haben, aber die haben die Bilder gesagt, fuck, das ist geil. Und deshalb wollte ich dieses Auto kaufen, nicht das andere und so. Also das macht schon viel aus, gute Bilder zu machen und den Aufwand, oder sag mal, einen weiteren Step zu machen, richtig gute Bilder zu machen, nicht nur einfach, sagen wir mal, typische Verkaufsbilder zu machen. Ja. Und die Autos sind so speziell, das müssen wir zeigen, glaube ich, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Es gibt so viele Details, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man dann auch gar nicht mit KI irgendwie machen. Nee, und Leute, das potenzielle Käufer sind, die wollen wissen, wie dieses Auto ist. Nicht einfach, weil ein modernen Ferrari, das noch keinen Besitzer gehabt hat, das Auto ist perfekt. Wir wissen, wie es ist, was auch immer. Aber ein Auto, das dann schon eine Geschichte hat, einer hat es gespeckt und hat das Auto schon 5 Jahre und hat ein Leben gehabt, das wollen wir zeigen auch. Gut und schlecht. Natürlich, muss man das Auto ernst zeigen. Und das ist auch sehr wichtig. Der Käufer will wissen, wie das Auto wirklich ist. Und dann mit guten Bildern auch das Emotion da reinbringen. Wir wollen zeigen, fuck, das könnte ich kann mir vorstellen, da reinzusteigen und dann weiterzufahren. Die Geschichte von was so ein Leben mit so einem Auto sein könnte. Ja, das ist cool, auch dann immer die passende Szenerie zu wählen. Ja. Wir hatten zum Beispiel, erinnere ich mich jetzt für unsere Auktion in Paris, einen super schönen 812 Cabrio. Und dann waren die Fotos halt auch so in der Côte d'Azur geschossen und dann passt es einfach perfekt ins Setting. Auch ein gutes Beispiel ist diesen 250 California Spider. Oh ja. Das Video mit Harvey gemacht. I mean, wenn du so ein Auto hast, du willst dir vorstellen, dass ich mit dem Côte d'Azur und Cali Spider rumfahre. Weißt? Ich will da reinspringen und denken, wenn ich ein potenzieller Käufer wäre, das wäre mein Leben mit so einem Auto. Ja, die Autos geben einfach so viel her. Und für mich persönlich, man könnte ja denken, wenn man schon so viele Wegen gesehen hat, dass es dann irgendwann so unbesonderer wird. Aber ich glaube, wenn man auch so wie du das jetzt machst, die Chance hat, auch die Details sich da mal anzuschauen, kann man sich auch in ein Auto immer wieder neu verlieben. Also wenn es auch so kleine Sachen sind, zum Beispiel bei mir 993 Turbo S, dieser Lufteinlass, das sind so Mini-Sachen, aber es passiert auch immer so ein bisschen was Neues. Deswegen glaube ich, ist es eben so wichtig, das so einzufangen, wie du das machst. Und ich bin richtig gespannt auf die Bilder, die von heute rausgekommen sind. Ich glaube, es waren auch 2 Perlen, die wir heute fotografieren durften. Genau, vielen Dank, dass du dir noch kurz die Zeit genommen hast, dich mit mir hinzusetzen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und schaut euch echt mal an, was der Stefan für Fotos macht. Das ist wirklich irre. Und wenn jemand mal einen neuen Handy-Hintergrund braucht oder so, dann werdet ihr bei dem so 100% finden. Da gibt es ein paar Bilder. Danke dir. Hat mich gefreut.